Moin, ihr Landratten. Herzlich willkommen bei Hamburg Hafen Live. Hoch die Hände, Wochenende. Ich wünsche euch einen schönen Start in das Wochenende mit einem kleinen, mit einem kleinen Stream zum Start ins Wochenende. Es sind 3 große Containerschiffe unterwegs, nicht nur die COSCO Scorpio, sondern auch die Maersk Hamburg und die CMA CGM JAXA-D. Aber ich bin hier auf Deck 7 und zwar aus dem Grund, weil ich heute gar nicht so lange machen kann. Ich treffe mich nachher noch mit dem Thomas von Fluggesellschaft. Der hat gerade seinen Stream beendet, wird gleich hier rüberkommen und dann wollen wir heute Abend noch so ein bisschen quatschen. Ich hätte jetzt für die 3 großen Schiffe wahrscheinlich rübergemusst zum Bubendai-Ufer und ja, das wäre dann zu viel Fahrerei gewesen. Und außerdem wollte ich doch unbedingt noch mal in 4K einen Stream von hier oben ausprobieren, wenn hier ein Schiff direkt vor Deck 7 gedreht wird. Das haben wir heute. Und ich hoffe mal, dass das alles soweit klappt. Ihr habt das ja mitbekommen. Ich war auf der Suche nach ein paar Frames. Ich habe gestern Frames gefunden. Ich hoffe, ich habe jetzt auch die 4K-Frames gefunden. Und insofern ist das auch noch ein kleiner Test, auch wenn ich das ja, wie gesagt, nicht mehr Teststream nenne. Ja, Fluggesellschaft raidet auch gleich hier rüber. Moin, moin, ihr Lieben. Ich glaube, ihr habt gerade erst ausgemacht. 98 Raider kommen hier rüber. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr dabei seid. Johann meldet, Bild und Ton okay in 4K. Alle, die auf Twitch sind, können das natürlich jetzt gerade nicht genießen. 4K kann ich aktuell nur auf YouTube. Bei Twitch bin ich noch nicht so weit. Also falls ihr da mal gucken wollt, könnt ihr mal zu YouTube rüberschalten. Aber ich habe gesehen, der Kai hat auch schon gleich seinen Prime-Sub verlängert. 7 Monate schon, Kai. Mensch, ganz, ganz lieben Dank. Ja, Thomas, der packt jetzt gleich ein, macht sich auf den Weg und die COSCO, ja, die ist wieder ein bisschen früher dran. Also die war heute also auch extrem unentschieden. Die stand erst auf 17 Uhr und dann stand sie auf 19 Uhr und jetzt wird sie wahrscheinlich dann so 18:30 Uhr fest sein. Müsste gleich irgendwann da hinten erscheinen. Ja, Nilsi sagt es auch, besser ein kurzer Stream als gar kein. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, ihr Lieben. Irgendjemand hat letztens mal nach Conny gefragt. Wer war das? Wer hatte gefragt, ob wir mal wieder was mit Conny machen können? Ich frage mal für einen Freund, hätte jemand Bock mal wieder auf einen Stream mit Conny? Wer Conny nicht kennt, Conny ist der Flottenkapitän vom Schlepperunternehmen Fairplay hier im Hafen. So, da unten ist ein Van Carrier Alarm. Ja, heute mal 4K, dann mit dem großen Objektiv. Also, apropos Conny. Conny ist gerade in Rostock, hat da auch einen Schlepperdienst. Und vor ungefähr 3 oder 4 Stunden bekam ich eine WhatsApp. Und die lautete so sinngemäß: Paddy, morgen 9:30 Uhr, Rostock, Tanker kommt rein, willst du mit? Ich sag, Conny, verstehe die Frage nicht. Also fahre ich morgen früh nach Rostock und circa 9:30 Uhr, 10 Uhr geht's los. Assistenz von einem 250 Meter Tanker zusammen mit Schlepperkapitän Konstantin Posin. Könnt ihr euch gerne schon einmal vormerken. Ihr müsst mir übrigens gleich mal ein bisschen helfen, falls der Thomas kommt. Thomas, du hast eben in den Chat geschrieben, ich weiß gar nicht, ob du jetzt zuhörst. Mein Problem ist, auf dem Freitag ist hier ja im Büro niemand mehr. Ich höre aber die Klingel nicht. Also Thomas muss mir entweder über WhatsApp schreiben oder wenn Thomas da ist in den Chat und ihr müsst dann den Chat vollknallen, dass ich ihm die Tür aufmache.
Ja, natürlich gibt es einen Livestream vom Schlepper morgen. Wir müssen noch so ein bisschen gucken. Conny hat gesagt, er meldet das bei den Lotsen an. Ihr wisst ja, das ist mit Funk immer so ein bisschen schwierig. Wir hatten ja hier schon mal das Problem, dass ich einen Stream wieder rausnehmen musste. Aber Conny hat gesagt, er will das beim Lotsen anmelden. Vielleicht dreht er den Funk auch leiser oder er schmeißt mich raus, dass ich draußen streamen muss. Also wir werden auf jeden Fall versuchen, morgen Livestream Schlepperassistenz von einem Tanker in Rostock. Circa irgendwas bei so 10 Uhr. Man kann leider immer nicht alles haben. Ist eine schöne Perlenkette, die da ankommt. Vor allem die Maersk Hamburg, die hätte ich mir ja auch gerne angeguckt. Ein Schiff, was Hamburg im Namen trägt. Aber man kann leider immer nicht alles haben. Und außerdem hatten wir ja diese Woche auch einen sensationellen Stream mit tollen Containerschiffen unten am Elbstrand gegenüber vom Burchardkai. Deshalb dachte ich mir, machen wir jetzt noch mal diese Nummer hier. Und außerdem muss ich ganz, ganz dringend halt diesen Server testen. Das Gute ist, oder was heißt das Gute? Ich habe einen neuen Server aufgesetzt mit einer etwas anderen Softwarekonfiguration. Das Gute ist, diese Server, die kann man im Prinzip innerhalb von 7 Tagen auch zurückgeben. Und deshalb muss ich halt jetzt heute unbedingt nochmal hier einen kleinen 4K-Test machen, um zu sehen, ob das relativ problemlos läuft. Licht ist so ein bisschen grau in grau, da kann ich nichts für. Das ist leider so. Gabi ist seit 13 Monaten dabei. Gabi, ganz lieben Dank für deine Treue. Dann haben wir den Anton. Der lässt 11,99 Superchat da. Anton, ich danke dir vielmals. Außerdem auf Twitch GLB Geisel ist im 6. Monat dabei. Ich danke dir für deinen Sub. Speedy Gamer ist neu dabei. Willkommen an Bord. Lässt auch einen Sub da. Und Wasserburg meldet sich mit 2 €. Liebe Grüße an Danny und Anja. Ich hoffe, dass ich euch heute wirklich ein paar sehr beeindruckende Details liefern kann. Licht ist jetzt nicht so spektakulär, aber ich denke, so rein von der Perspektive und dann vom Zoom her müsste das eigentlich schon ganz gut klappen. Da kommt die, wer ist es denn? Ich kann es gar nicht sehen. Prag oder Dresden? Eins von unseren Universal-Feuerlöschschiffen. Dresden ist es. Stübrig verschenkt eine Mitgliedschaft. Ich danke dir vielmals. Danke, danke, danke. Und unser Shipspotter Paul. Auch schon eine gefühlte Ewigkeit dabei. 16 Monate sind es auf dem Papier. Paul, ich danke dir vielmals. Dann haben wir Chris Stratmann. Ein Mann der allerersten Stunde. 21 Monate schon dabei. Chris, herzlichen Dank. Super klasse. Also auch quasi gefühlt vom allerersten Tag an dabei. Das sind halt hier so, wer die nicht kennt, Mehrzweckschiffe. Natürlich in erster Linie auch Feuerlöschschiffe. Die haben halt den großen Vorteil, dass sie sehr, sehr flach sind. Wenn die den Mast umklappen und die Brücke ganz runterfahren, dann haben die, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eine maximale Brückendurchfahrtshöhe von 2,40 Meter, 2,50 Meter oder so. Die haben hinten so einen riesigen Arm, den sie rausfahren können. Und das kann man hier so ein bisschen sehen am Ende dieses Arms. Das ist so ein, ja, kein Teleskoparm, ist so ein Klapparm. Da sind dann halt die Löschmonitore dran. Und wenn halt alles eingeklappt ist, dann kommen Dresden und Prag
auch unter vielen niedrigen Brücken hindurch, was halt mit dem großen Feuerlöschschiff der Branddirektor Westphal nicht funktioniert. So, mal gucken, ob die zweite Kamera funktioniert. Das klappt ein bisschen. Und dann haben wir hier noch so einen kleinen Fieder, der gerade mal reinkommt. Detlef S. ist auch schon 15 Monate dabei. Mensch, Detlef, auch an dich ein dickes Dankeschön und einen guten Start ins Wochenende. Dann haben wir Moni mit 2 Euro. Superchat, Moni, ich danke dir. Die Fenja ist das, ein kleiner Fieder. Will jetzt hier wahrscheinlich auch noch schnell an den Tollerort ran, bevor die Costco Shipping Scorpio kommt. Puh, der Bär, ich danke dir vielmals, dass du deinen Prime Sub bei uns lässt. Willkommen an Bord. Und an die Frankfurt, auch an dich ein dickes Dankeschön für 100 Bits. Ben Ferro lässt auch sein Prime Sub da. Ben, ganz lieben Dank. Und unser Kölner Kai haut noch eine Mitgliedschaft raus. Kai, ich danke dir vielmals. Danke, danke, danke. Fienchen feiert Einjähriges. Jetzt hören wir hier wieder die Möwenschreie. Habe ich auch vor kurzem gelernt, dass man diesen Warnton Möwenschrei nennt. Wo ja auch, ist ja wirklich was dran. Oder? Ist schon ein bisschen was dran. Das ist immer dann, wenn eine von diesen Containerbrücken bewegt wird. Costco ist jetzt bei Airbus. Ja, und die Otto Sverdrup, die möchte natürlich auch noch raus. Die ist, glaube ich, für 18 Uhr angekündigt. Also sie hat kein Begegnungsverbot mit der Costco. Also hier auf der Elbe, auf dem Hauptstrom, da könnten die sich problemlos treffen. Es kann natürlich sein, wenn die Costco gleich mitten im Manöver ist und hier dreht, dass die dann noch ein bisschen warten. 18 Uhr wollen die raus. Jürgen, danke dir für 100 Bits. Ja, wo will denn Fenja eigentlich hin? Oder müssen die auch noch irgendwo warten? Also da hinten haben wir ja schon einen Fieder liegen. Linker Hand. Ihr könnt das wieder lesen. Ich kann das nicht lesen, weil ich wieder ein viel zu kleines Display habe. Ach doch, Nordica ist das. Guck, mit dem großen Objektiv hier, da geht sogar in 4K viel mehr, was Zoom angeht. Ja, gute Frage, was Fenja da jetzt macht. Wo die hinwollen. Thomas fragt, ob das ein Schrottplatz im Hintergrund ist. Ja, da hinten ist ein riesiger Schrottplatz.
Und was man da jetzt auch mal ganz gut sieht, da ist der Liegeplatz von den Haaler Schwimmkranen. Meistens immer verdeckt durch größere Schiffe. Hey Sondertransport, moin mein Lieber, ich grüße dich herzlich und danke für die 100 Bits. Schön, dass du mal reinschaust. Wer auf Twitch unterwegs ist, kennt sicherlich auch den Kanal von Sondertransport. Wenn ich das richtig, ich hoffe, ich sage das richtig, er begleitet im Prinzip Sondertransporter. Also es ist ein Begleitfahrzeug für halt irgendwie übergroße, spezielle Transporte, wo in irgendeiner Form abgesichert werden muss. Ich hoffe, ich habe das so richtig erklärt. Stefan ist seit 7 Monaten dabei auf der Reeperbahn. Stefan, ich danke dir vielmals. Der sagt, perfekter Einstieg ins Wochenende. Herzlichen Dank. Dann habe ich hier gerade die Frage gesehen, wo denn Otto Sverdrup liegt. Ja, Otto Sverdrup geht da hinten ein bisschen unter, ne? Normalerweise oder oft liegen da hinten natürlich die Aida Nova. Und Aida Nova ist natürlich ein ganz anderes Kaliber als die Otto Sverdrup. Die geht da schon fast unter. Trotzdem ist die Otto Sverdrup wirklich ein sehr, sehr schönes Schiff. Ich mag die Lackierung, ich mag die Form. Und was mir am besten gefällt, angeblich kann man da an Bord wunderbar in Jogginghose rumlaufen. Wer war das denn? Wer war das denn? Ich kann das Geräusch nicht zuordnen. Oder war das da hinten? Nee, die Fieder waren das, glaube ich, nicht. Das war näher dran. Vielleicht war das einer hier von der, ich wollte gerade schon sagen Hafenaufsicht. Nein, es ist eine Hafenrundfahrt. Vielleicht war das auch einer von denen. Ja, da ist jemand versehentlich auf den Knopf gekommen. Ja, also ich kann es wirklich nicht zuordnen. Ich würde jetzt gleich mal nach rechts rüber schwenken. Das kann eigentlich gar nicht mehr so lange dauern, bis wir die Cosco da hinten entdecken. Ja, es kann die Otto Sverdrup gewesen sein. Also ich kann ja mal zum Vergleich das Horn von der Otto Sverdrup abspielen und ihr müsst mal sagen, ob es das war. Ja, das war Thomas. Thomas steht unten und versucht sich in irgendeiner Form bemerkbar zu machen. Gucken wir mal, ob da gleich schon ein großes blaues Schiff erscheint. Nee, ist noch nichts zu sehen. Also ihr sagt, das war es nicht. Ja, dann, also ich nehme mal an, dass das einer von den Ausflugsdampfern war. Dann gucken wir noch ein bisschen aufs Terminal, bis das hier gleich losgeht mit der Cosco Shipping Scorpio.
Ute sagt, ist erst am Seemannshöft. Ja, dann dauert das noch einen kleinen Moment. Also das Seemannshöft kann man zwar von hier sehen, aber dadurch, dass ich natürlich so einen schrägen Winkel habe, dauert das einen kleinen Moment. Aber die Polizei ist schon da. Da sehen wir die Polizei. Ja, die haben es sich da gemütlich gemacht und wir können mal gucken, was der Pegel sagt. Aber bei der Menge an großen Containerschiffen, die gerade reinkommen, müsste eigentlich der Wasserstand relativ hoch sein. Ja, ihr seht's. Wir haben gerade, also der Scheitelpunkt muss gerade durch sein. Wir haben jetzt wieder ablaufendes Wasser, Ebbe, aber es ist immer noch ein Wasserstand von 3,88 Meter. Das ist ein relativ hoher Wasserstand, also deshalb gehe ich mal davon aus, dass Stauwasser so irgendwann in der letzten halben Stunde war. Ach, auf YouTube gibt es jetzt sogar auch noch einen Sondertransportbegleiter. Auf Twitch der Sondertransport und auf YouTube der Sondertransportbegleiter. Gehört ihr zusammen? Oder ist das der gleiche Account und der Sondertransport war auf YouTube nicht mehr frei? Das kann natürlich auch sein. Ah, da ist die Auflösung. Das ist er auch. Ja, dann war wahrscheinlich Sondertransport nicht mehr frei als Name, nehme ich mal an. Ach, guck mal, ja, die Fenja, die parkt da hinten ein. Ich gehe gleich noch mal drauf. Costco kommt mit 94, 95 und 96. Danke für die Info. Ja, so gehört sich das. Schön durchnummeriert. Ja, und da hinten, da ist gerade Fenja am Einparken. Na, dann haben die aber hier gleich jede Menge Platz. Es liegt jetzt ja wirklich gar nichts mehr am Terminal. Die beiden Feeder, nehme ich mal an, müssen einfach warten, weil dort noch zwei von den kleinen Containerschuten liegen. Deshalb werden wahrscheinlich da hinten Fenja und Nordica zwischengeparkt. Und wenn die hier weg sind, dann können die hier ran. Aber so hat die Costco gleich auf jeden Fall jede Menge Platz hier zu drehen. Es ist natürlich sehr ruhig im Hafen, ihr habt das mitbekommen. Heute ist wieder Streik, die Haddock-Fähren sind wieder dran, deshalb fehlt hier auch definitiv etwas im Hafen. Das ja, wird einem erstmal bewusst, wenn es nicht da ist. Also heute nichts mit Fähren hier. Es ist langweilig im Hafen.
Ja, Sebastian, danke für die Info mit der Maersk Hamburg, aber die kriegen wir heute natürlich nicht drauf hier von Deck 7. Arthur ist auch da. Moin. Mann, ihr passt gut auf. Dankeschön. Otto will raus. Danke für die Info. Still und leise hier. Was soll das denn? Wir können auch mal ein bisschen mehr Tamtam machen. HO5 Thompson. No, the Costco did not pass yet. I think we will see her in a minute. Ach, dann können wir ja die Otto Sverdrup hier genießen, weil die Costco, die ist eh noch so weit weg. Hey Sondertransport, ganz lieben Dank für deine Mitgliedschaft jetzt bei der Speicherstadt. Vielen, vielen Dank. Das geht aber auch echt flott. So ein kleines Schiff. Die werden hier wahrscheinlich gleich mit 10 Knoten um die Kurve fahren. Mecklenburg, nee, die hat nicht immer von da abgelegt. Ist so ein bisschen immer die Frage, was so los ist. Wenn größere Schiffe da ist, dann packen sie die Otto Sverdrup auch mal nach Altona. Und ja, wenn 2 größere Schiffe da sind, dann kommt die auch mal zum Barkenhöft. Hat ja, glaube ich, nur knapp 200 Meter, oder? Was hat die? 197 oder so? Irgendwie sowas in der Region. Ja, René erwischt mich auf dem falschen Fuß. Wo geht denn die Otto Sverdrup hin? Give me a minute. Nach Stavanger. Also, dass sie nach Norwegen geht, das hätten wir uns wahrscheinlich alle denken können. Das ist ja so die Standardroute. Aber ich glaube, die Abfolge der Häfen ist nicht immer gleich. Ach, 177 Meter hat sie sogar nur. Ich dachte 197. Oh, Sunstorm sagt sogar 138 Meter. 139. Lag ich denn so verkehrt? Ach Mensch. Was waren denn die 177 vom Bulltiger? Worauf bezog sich das? Boah, ist das ruhig hier im Hafen. Keine Fähren, relativ windstill. Und the real UJ. Wie auch immer, ich danke dir vielmals für deinen Prime Sub. Willkommen an Bord.
Kill nichts mehr möchte wissen, ob alle großen Schiffe einen Lotsen brauchen. Ja, also die Frage ist natürlich, wie du groß definierst. Ab 90 Meter Länge ist Lotsenpflicht und die Breite, was war denn die Breite? Waren das 13 Meter oder waren das 18 Meter? Also Länge ist auf jeden Fall 90 Meter. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit für diejenigen, für die Kapitäne, die Hamburg sehr häufig anfahren mit den kleinen Fiedern, die können eine Lotsenbefreiung machen, müssen so und so oft hier gewesen sein, müssen eine kleine Prüfung ablegen und dann können sie ohne Lotse rein und rausfahren. Aber im Normalfall brauchen alle größeren Schiffe einen Lotsen. Darum ist es halt auch so, dass kleine Gruppen von Menschen hier den ganzen Hafen lahmlegen können. Wenn jetzt zum Beispiel bei der Flotte Hamburg die Lotsenversetzer streiken, dann können keine Lotsen an Bord gebracht werden. Und wenn keine Lotsen an Bord gebracht werden, können keine Schiffe. Zumindest nicht die größeren. Der Dirk ist auch seit 14 Monaten dabei. Dirk, ich danke dir vielmals und liebe Grüße. Außerdem auch an den Carsten, der seit 13 Monaten dabei ist. Carsten, auch an dich ein dickes Dankeschön für so eine lange Zeit hier bei uns mit auf dem Kanal. Volker ist da und lässt 5 Euro per PayPal da. Volker, Dankeschön. Er sagt, Glückwunsch, möglicherweise war der Sondertransportbegleiter die Nummer 40.000. Haben wir tatsächlich die 40.000 Abonnenten auf YouTube geknackt. Ich glaube, vorhin vor Streamstart fehlten noch irgendwie so 15 oder so. Quackstrudel, auch ein schöner Name, Quackstrudel, kriegt gleich wieder Hunger. Mensch, gebt euch nicht Namen, die nach Essen klingen. Das ist fies. Ich danke dir für dein Prime-Sub. Willkommen an Bord. Und Holzi, hey Holzi, danke für deine Verlängerung auf Twitch, auch schon 8 Monate dabei. Bei Twitch wahrscheinlich auch einer der ersten Stunde. Ich danke dir vielmals. Und Michael ist seit 13 Monaten dabei, meint auch immer noch ein schönes Schiff. Ja, ich mag sie auch. Also Otto Sverdrup ist wirklich ein schönes Schiff. Ich glaube, das steht außer Frage. 2 Euro Superchat vom Postbüdel mit Glückwünschen zu den 40.000. Ja, der Dank geht natürlich ganz klar an euch raus. Also 40.000 ist schon eine Hausnummer. Das ist jetzt schon fast ein Fußballstadion. Also ich sag mal, ein dickes, fettes Dankeschön, ihr Lieben. Hey, Conny ist da. Ich habe ihn eben schon angekündigt. Der liebe Conny. Einige von euch hatten ja nachgefragt, hey, was ist denn eigentlich mit Conny? Naja, der Herr Flottenkapitän, der hat mittlerweile auch eine ganze Menge administrative Aufgaben. Deshalb
hat er nicht ganz so viel Zeit für uns, aber jetzt ist er gerade in Rostock auf dem Schlepper und hat mich vor ein paar Stunden kontaktiert und gefragt, ob ich nicht Bock hätte, morgen dabei zu sein, wenn sie einen Tankerjob machen. Assistenzjob vom 250 Meter Tanker in Rostock. Also werde ich morgen ganz früh nach Rostock fahren. Und dann geht es irgendwann so, ich sag mal so roundabout 9:30 Uhr, 10 Uhr, geht es dann los. Freut euch drauf. Also ich glaube, das wird richtig gut. Das wird bestimmt wieder ein Highlight. Die Costco sehe ich immer noch nicht. Oder ist die... Ach doch, die kommt jetzt dahinter, ne? Guck mal hier, Ablöse. Conny, du bist genau richtig. Alles passend. Wir haben hier Fairplay 94, 95 und 96. Also da hat die Einsatzplanung auch mal ordentlich mitgezählt. Weil der Monk in mir, der möchte ja nicht, dass zwischen den Schleppernummern bei einem Job Platz ist. Also das muss nach Möglichkeit immer alles sauber durchnummeriert sein. Conny, wenn du das bitte mal als Verbesserungsvorschlag weitergeben könntest, wäre ich dir sehr verbunden. Psycho Mike, ich danke dir vielmals für dein Prime Sub, auch schon im 4. Monat dabei. Dr. Oskar Behrens, 15 Monate und schickt auch Glückwünsche zu den 40.000. Ich danke dir vielmals für 15 Monate auf der Speicherstadt. Außerdem haben wir den Andreas Westphal, der lässt auch nochmal 5 € Superchat da mit ein paar Glückwünschen. Andreas, auch an dich ein dickes Dankeschön. Danke, danke, danke. Und René feiert 17 Monate auf der Speicherstadt. René, auch an dich ein Dankeschön. Da haben wir noch DS aus H. Der schickt auch nochmal 5,99 zu den 40.000. Ja, ein 4K-Stream zu den 40.000. Und jetzt gucken wir uns das erstmal an. Wer das noch nie gesehen hat, hier aus dieser Perspektive, letztes Mal hatten wir es, glaube ich, bei Dunkelheit. Da hatte ich dann auch nicht ganz so viel Brennweite, aber heute habe ich mal den dicken Oschi drauf und hoffe, dass ich euch hier ein paar ganz tolle Bilder gleich liefern kann. Mac Benzor verlängert auch seinen Sub auf Twitch. Ich danke dir vielmals für 3 Monate bei uns an Bord. Und Annette freut sich auch schon auf einen super Stream morgen. Schickt nochmal 10 €. Annette, danke, danke, danke. Sag mal, ist unsere Petra eigentlich da? Die liebe Petra, die auch immer regelmäßig uns unterstützt. Ich frage mal für einen Freund. Petra, bist du da? Ich habe nämlich was gehört. Eine Frage auf Englisch. Is the tug actually pulling the ship? No. The ship is actually driving with its own machine. The tugs are only there to assist when they have to turn the ship here in front of our camera, then the tugs will assist. And if you watch closely, you see that the tug line, the mooring line, is not fully tight. Reini, auch an dich ein Dankeschön für 16 Monate. Ja, Leute, und der kommt noch näher. Der fährt uns gleich hier wirklich in die Scheibe. Und diese Ruhe dabei. Unfassbar. Henrik, ich danke dir für 5 €. Er feiert auch nochmal die 40.000. Henrik, danke dir. Und der Porsche-Fan verschenkt noch eine Mitgliedschaft. Porsche-Fan, danke, danke, danke. So. Ja, wir haben 3 Schlepper dran. Einen vorne auf der ersten Position, einen Achtern und dann
haben wir noch einen hinten seitlich am Heck. Sehen wir jetzt natürlich nicht aus dieser Perspektive, aber gleich beim Drehen. Und da hängt der Schlepper an der sogenannten Spring-Klüse. Klüsen sind ja diese Öffnungen, wo die Leinen durchgeführt werden an den Schiffen. Und es gibt dann sogenannte Spring Lines, die entgegengesetzt der Schiffsrichtung gespannt werden. Und die gehen dann quasi seitlich an den seitlichen Klüsen raus. Und deshalb nennt man die Spring-Klüse. Oh, Conny schreibt, im Mai ist er auch mal wieder in Hamburg auf der 95. Conny ist vermerkt. Tanja schreibt, dass Thomas Bescheid weiß. Ja, super. Also wenn Thomas hier in die Nähe kommt, ihr könnt ja mal so ein bisschen darauf achten. Notfalls müsst ihr den Chat einmal voll spammen. Denn die Klingel höre ich nicht. Und ja, mein WhatsApp müsste ich natürlich auch mal irgendwie aufmachen. Na, er ist auf jeden Fall schon unterwegs. Ach, Brigitte ist auch da. Moin. Dabini, ich sende ein dickes Dankeschön rüber zu Twitch für 6 Monate. Danke, danke. Und auch an Sönke ein dickes Dankeschön für 5 Euro und Glückwünsche zu den 40.000. Er sagt, für mich ist Hamburg Hafen Live so wichtig geworden wie für andere die 20 Uhr Tagesschau. Ach Sönke, das ist ja lieb von dir. Das ist ja lieb. Außerdem Jens Peter ist auch mal wieder dabei. Jens Peter, schön. Was heißt auch mal wieder? Gestern war Jens Peter auch da. Also Jens Peter, ich danke dir vielmals für 5 Euro und auch nochmal beste Glückwünsche zu den 40.000. Dankeschön. Und er sendet auch nochmal explizit Grüße an unsere Moderatoren. Das ist lieb von dir. Ohne Moderatoren wird hier gar nichts gehen. Außerdem Holger Schmeling, 3 Monate. Danke. Kai hat auch nochmal 4 Euro für die 40.000. Ich danke dir vielmals, Kai. Danke, dass du auch schon so lange dabei bist und den Kanal immer so toll unterstützt. Das ist echt klasse. Oh, und Annette, 10 Euro. Und sie schreibt, für einen Hamburg Hafen Live-Kaffee für Conny bitte weiterleiten. Annette, Conny hat bei uns lebenslanges Kaffeerecht. Das ist ganz lieb, dass du ihm ein Päckchen spendierst. Aber Conny bekommt auch so Kaffee von uns. Das ist immer ganz schön, wenn man sowas hat wie diesen Kaffee, den wir bei uns im Shop haben. Hat man immer ein gutes Geschenk. Das ist echt immer ganz hilfreich.
mein Stichwort für etwas Kaffeewerbung. Aber groß was los auf der Back vorne ist da nicht. Übrigens noch eine kleine Anekdote am Rande. Einige von euch haben ja vielleicht gestern den Stream gesehen mit der Grande Colonia. Jetzt hören wir die Bugstrahlruder. Ich hoffe, ihr bekommt das mit. Ich hoffe, das kommt ein bisschen rüber. Also wenn ihr gestern den Stream gesehen habt, Paddy natürlich mal wieder total unaufmerksam. Gegen Ende hat ja jemand von der Rampe gewunken und ihr habt natürlich ganz richtig geschrieben, das war der Lotse und das war nicht irgendein Lotse, das war sogar der Donatus, den ich ja kenne und der uns auch immer so ein bisschen versorgt mit Informationen, was Abfahrtszeiten von Schiffen angeht. Und ich habe es natürlich mal wieder viel zu spät geschnallt. Und er hat dann geschrieben, er hat gestern die Grande Colonia extra über Steuerbord gedreht, damit wir sie mit dem Bug vor der Elbphilharmonie haben. Und ich dachte auch schon, warum dreht der denn eigentlich über Steuerbord? Das ist doch eine viel längere Drehung, als wenn er einfach zack mit dem Heck hinten rein. Aber nee, der hat ja quasi mehr gedreht, als er musste. Und das hat er extra für die Kamera gemacht. Und ich habe es natürlich mal wieder überhaupt nicht gepeilt. Tommy, ich danke dir für 5 Euro Superchat und die Glückwünsche für 40.000. Danke. Da wird die Gangway schon bereit gemacht. Das ist bestimmt auch ein Job, den einige nicht machen könnten, oder? Na, wer von euch hat Höhenangst? Also ich glaube, diese Gangway oder so eine Gangway generell, die jetzt da bereit machen, könnte ich mir vorstellen, dass das nicht für jeden was ist. Olmp 0815, ich danke dir vielmals für dein Sub, dein Prime Sub auf Twitch. Vielen, vielen Dank. Ja, Wahnsinn, wie viele von euch schon wieder dabei sind. Ich nutze es dann nochmal für die Ankündigung. Morgen bin ich in Rostock. Conny hat mich eingeladen auf den Schlepper. Und wir haben eine Tankerassistenz. Wird höchstwahrscheinlich so irgendwann zwischen 9:30 Uhr, 10 Uhr losgehen. Natürlich mal wieder eine gute Gelegenheit, auf unseren WhatsApp-Kanal hinzuweisen, wo ihr ja benachrichtigt werdet, sobald wir live gehen. Ist gerade bei den Streams, wo ich es halt vorher nicht ganz genau sagen kann, immer sehr hilfreich. Ah, guck mal, jetzt könnt ihr doch auch mal ein paar Details hier sehen, oder? Das müsste doch jetzt ganz gut rüberkommen. Guckt jemand von euch das in 4K? Gebt mal gerne etwas Feedback. Licht ist natürlich verbesserungswürdig.
Johannes, boah, sag mal, 50 € Superchat. Mensch, Johannes, ein ganz, ganz dickes Dankeschön. Wow. Krasse Unterstützung. Ich danke dir vielmals, Johannes. Jetzt schreibt der Ingo auf Twitch, sieht mega geil aus in 4K. Ingo, auf Twitch ist das doch gar kein 4K. Ist doch nur auf YouTube. Ja, der Achternschlepper zieht schon rum. Muss mal gerade gucken, die zweite Kamera, ob die alles drauf hat. Da seht ihr hier im Weitwinkel, kriege ich das ganze Schiff nicht drauf. So riesig ist das Biest. »29 Christoph 82. Verlängert auch sein Sub. Ich danke dir vielmals. Er schreibt, hier ist es immer ganz nett. Dankeschön. Guck, da werden auch schon so Fangnetze vorbereitet. Die sind im Hamburger Hafen auf jeden Fall Pflicht. Ich weiß nicht, wie es weltweit mittlerweile ist. Vor einigen Jahren ist mal jemand ums Leben gekommen, der ja, von einer Gangway, weiß nicht, irgendwie abgerutscht ist oder so und dann zwischen Gangway und Schiff nach unten durchgefallen ist. Und seitdem sind sie zumindest im Hamburger Hafen Pflicht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sowas auch weltweit irgendwie dann Schule gemacht hat. Oder dass vielleicht sogar die Reedereien einfach gesagt haben, sie machen das zur Pflicht oder zum Standard auf ihren Schiffen. Macht ja Sinn. Sag mal, Johannes, was stimmt denn mit dir nicht? Ganz, ganz lieben Dank nochmal. Nochmal 50 € Superchat. Schreibt dann, einmal geht noch, aber dann ist Wochenende. Ja, ich sag mal, hoch die Hände, Wochenende. Johannes, ich danke dir vielmals. Ganz, ganz dickes Dankeschön. Und der Stilgar lässt auch 2,49 da und schreibt, die Großbildfraktion sagt Danke für 4K. Danke, danke. Ach Mensch, ihr seid wieder sensationell, ihr Lieben. Und hier für Conny einmal. Typhon, einmal Ohren zu halten. Was in der Tat immer ganz interessant ist, wie weit sie das Schiff vorziehen, also an der Hafeneinfahrt. Also hier ist ja der sogenannte Vorhafen, ein toller Ort. Und es ist immer ganz interessant, wie weit sie das Schiff nach vorne ziehen, bevor sie es dann drehen. Das hängt damit zusammen, wie gerade die Strömung ist. Also ob das Wasser noch aufläuft, ob es schon wieder abläuft oder ob gerade Übergang ist zwischen Ebbe und Flut, also sogenanntes Stauwasser. Und dementsprechend wird das Schiff halt ein bisschen weiter vor oder halt weniger weit vorgezogen.
Und jetzt haben wir ja schon wieder ablaufendes Wasser, also Ebbe. Das heißt, die Ebbe, die hilft natürlich mit, das Schiff wieder zurückzuziehen, zurückzutreiben. Und deshalb wurde die Scorpio ein bisschen weiter nach vorne gezogen. Nilsi, Dankeschön. 2 Euro Superchat für Kiezmische und Fischbrötchen. Dankeschön. Von Thomas hat noch keiner was gehört, oder? Aber der braucht ja auch einen Moment, bis er hier ist. Oh, ich hätte Thomas das so gerne gezeigt, hier einmal das mit eigenen Augen zu sehen. Auf Twitch im 2. Monat dabei. Danke für deinen Sub, der Gordi. Schön, dass du dabei bist. Danke, danke. Ja, das geht heute auch ganz entspannt hier, der Job. Lichter gehen auch langsam an. Das dauert ewig, geht das schneller, schreibt Pipes. Ey, Ungeduld ist eigentlich mein zweiter Vorname, aber ich finde, hier können Sie sich ruhig ein bisschen Zeit lassen, weil die Bilder einfach so schön sind. Und ich finde, dafür, dass das ein 400-Meter-Koloss ist, geht das irgendwie doch relativ flott, oder? Also mal ehrlich, ich meine, so ein Riesenteil, 59 Meter breit, und das drehen die hier wirklich so in 10, 15 Minuten. Ich finde, das ist schon ganz flott. Tinman, ein dickes Dankeschön. 25 Euro per PayPal. Eine kleine Unterstützung von einem Lurker für Pommes mit Senf. Gratulation für die 40.000, ob mit der Cosco Scorpio meine Klemmbaustein-Bausätze aus China kommen. Danke für die entspannten Streams. Ich danke dir vielmals, mein Lieber. Danke für deine Unterstützung. Hansi lässt auch nochmal 2,49 da. Hansi, ganz lieben Dank. Ah, hier jetzt schön, ne? Ah, ich liebe das, wenn die Schlepper Gas geben. Ich liebe es einfach. So, das Schiff ist nämlich jetzt in der Drehbewegung. Ihr seht, dass ich das jetzt ganz gut... die Kamera ist natürlich mal wieder falsch eingestellt. Moment, sofort. So. Das Schiff ist in der Drehbewegung und der Schlepper vorne, der muss jetzt natürlich gucken, dass er dann die Bewegung ein bisschen abfängt. Also falls die ein klein bisschen zu viel Schwung genommen haben, kann der Schlepper das jetzt entsprechend abfedern. Holla, die Waldfee! Wow! Ist da etwa auch der Donatus drauf? Dass der hier nochmal ein Horn raushaut? Haben wir tatsächlich hier von der Cosco jetzt ein dickes Horn bekommen? Ich brech ab. Ist das geil? Ist das geil? Ist das abgefahren? Wow.
Ich meine, das hat wirklich Seltenheitswert. Ein Frachter hier vor Deck 7. Also ich sag mal, ein dickes Dankeschön, wer auch immer das zu verantworten hat. Vielleicht war es für uns und wenn nicht, tue ich trotzdem so. Ja, ich muss jetzt noch mal fragen, war denn die Petra eigentlich da? Tanja hat mich noch mal erinnert. Also auf jeden Fall, liebe Petra. Petra unterstützt uns immer so schön. Ich weiß jetzt nicht, ob sie da ist, aber vielleicht guckt sie das ja im Nachgang. Petra, auf jeden Fall für dich einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch und natürlich zur Feier des Tages das Happy Birthday Horn. Oh nein, der Trottel hat 2 Hörner übereinander abgespielt. Ja, sorry, ich glaube, ich habe mit meinem dicken Finger habe ich 2 Hörner übereinander gelegt. Tut mir leid, tut mir leid. Aber das Horn von der Cosco Scorpio, das war ja wohl sensationell. Transportil, danke dir für 2 Euro Superchat. Abgefahren, sowas in 4K zu sehen. Jetzt fehlt nur noch irgendwie 5.1 Surround Sound für die Hörner. Und danke an Quick Nick. Herzlich willkommen an Bord. Danke für deinen Prime Sub. Chris, aus. Ruhig. Hast du nicht geschrieben. Till haut nochmal 5 Euro raus für das geile Horn vom Schiff. Geil trifft es sehr, sehr gut. Also ich kann nur ein fettes Dankeschön loslassen. Ich denke mal, dass da vielleicht sogar wieder der Donatus an Bord war. Ich hoffe, das hat nicht übersteuert. Dann schneide ich das natürlich raus. Kann aber ein bisschen dauern. Wochenende ist voll. Hansi haut noch mal ein extra Fischstäbchen für 40.000 Abos raus. Dankeschön. Und Inge hat heute auch Geburtstag, lese ich gerade. Inge, auch an dich einen herzlichen Glückwunsch. Ja, sorry, ist natürlich immer schwer, alle, die Geburtstag haben, zu nennen. Nicht bei jedem kriegen wir das natürlich dann auch mit. Ja, tolles Bild einfach. Wirklich ein tolles Bild. Christian meint, war alles gut, hat nicht übersteuert. Okay. Auch Remo bestätigt es. Sehr gut. Und ich hoffe, ich habe nicht dazwischen gequatscht. Ja, der spektakulärste Teil ist eigentlich schon vorbei, aber die Bilder sind einfach sehr schön. Langsam wird es dunkel. Wir haben jetzt, glaube ich, gerade Sonnenuntergang durch. Wann haben wir jetzt aktuell Sonnenuntergang? 18:15, 18:30 so um den Dreh. Licht geht langsam weg, beziehungsweise das Kunstlicht geht an. Blaue Stunde.
Und der Till ist jetzt auf der Reeperbahn Mitglied. Till, ich danke dir vielmals. Und Schnulli feiert schon 7 Monate. Schickt auch nochmal Glückwünsche. Danke, Schnulli. So, ich werde mal gucken, ob ich euch schon auf den nachher, dauert ja noch ein bisschen, ich euch nachher nicht schon auf den Stream von morgen leiten kann. Da habt ihr den Link zumindest schon mal. 18:23 Uhr haben wir heute Sonnenuntergang. Ja, danke schön. Danke euch für die Infos. Uli, ich danke dir. 10 Euro. Auf ein tolles Wochenende mit Hamburg Hafen Live. Freue mich schon auf Rostock, schreibt er. Ja, Mensch, mal wieder ein bisschen Abwechslung in die Bude. Also die letzten 2, 3 Wochen hatten wir ja, okay, wir hatten Papenburg, aber sonst hatten wir ja doch sehr viel Wiederholung. Wir brauchen jetzt unbedingt mal wieder ein paar Walks. Wir warten aber natürlich auf Schwester Hansen, die demnächst Urlaub hat. Und dann gibt es das große Schwester Hansen Bespaßungspaket. Aber ich freue mich wahnsinnig, mal wieder was vom Schlepper zu machen. Dafür lasse ich ehrlich gesagt alles stehen und liegen. Ich freue mich natürlich auch, dass Thomas kommt. Und ich hoffe, dass ich es auch hinkriege, dass wir mit Thomas noch zusammen was streamen. Ich habe mir so ein bisschen den Sonntag freigehalten. Mal gucken, ob wir dann vielleicht gehen wir zusammen streamen. Vielleicht können wir mal ein bisschen Planespotting in 4K machen. Svenny, ich danke dir für 5 Euro Superchat. Danke, danke zu den 40.000. Ja, und jetzt kommt die Millimeterarbeit. Familie Iversen, moin ihr Lieben, 6 Monate schon dabei und sie schicken auch nochmal Glückwünsche zu den 40.000. Timo fragt, morgen Abend Aida Nova, Aida Sol. Timo, morgen früh bin ich erstmal in Rostock und dann gucken wir mal weiter. AIDA haben wir hier jede Woche. Ich verspreche da mal lieber nichts. Kann natürlich auch sein, dass dass das alles lange dauert. Wer weiß, wenn ich da mit Conny noch ein bisschen am Schnacken bin morgen. Müssen wir mal schauen, ob das klappt.
Ja, Montag will Thomas nach Finkenwerder, das habe ich auch schon gehört. Ja, mal gucken. Also wenn das passt zeitlich, ich freue mich auf jeden Fall, dass Thomas da ist. Ich habe mich da voll drauf gefreut. Ich habe ihn auch ein klein bisschen überredet. Er hatte wohl erst überlegt, ob er dieses Wochenende wieder nach Frankfurt fährt. Da habe ich gesagt, Thomas, sieh zu, dass du hier nach Hamburg kommst. Und freue mich, ihn zu treffen, freue mich, dass wir heute Abend noch ein bisschen quatschen können. Und wie gesagt, also wenn wir das hinkriegen, dann versuchen wir auch ein bisschen was zusammen zu streamen. Sonntag haben wir uns mal grob festgehalten und Montag weiß ich auch Bescheid. Aber ihr wisst ja, Streamer sind einfach immer so unspezifisch mit ihren Zeitangaben. Aber Leute, ich meine mal ehrlich, ja, wenn ich jetzt mal frage, Tanker direkt vom Schlepper oder AIDA beim Auslaufen in Hamburg, also meine Stimme hat der Tanker. Soll nicht heißen, dass ich AIDA nicht mag, aber es ist ja jetzt nicht so, dass wir hier nie AIDA sehen. Matthias, ja, Rostock ist auch hier auf dem Kanal. Also das heißt zwar Hamburg Hafen Live, aber hin und wieder gibt es natürlich auch mal einen Ausflug zu anderen Häfen. Und deshalb ist das auch hier. Und wie gesagt, es gibt auf jeden Fall die Benachrichtigung dann per WhatsApp. Die meisten von euch kennen das ja. Aber ich nutze die Gunst der Stunde gerne nochmal, um nochmal Werbung für unseren WhatsApp-Kanal zu machen. Da gibt es dann die Benachrichtigung ein paar Minuten bevor wir live gehen. Ja, Tanja, müssen wir mal gucken, wie die am Wochenende dabei ist. Ob die auch noch mal bei einem Stream mit reinschauen kann. Aber unser Hund Scampi hatte heute Morgen einen kleinen Zahnarzttermin. Alles gut überstanden, alles super. Aber wie das halt so ist bei alten Hunden, da ist die Mutti dann natürlich doch extrem besorgt. Und deshalb hat sie auch gesagt, bleibt sie heute Abend zu Hause. Ne? Das war halt heute Morgen. Mal gucken, ob morgen oder übermorgen, falls wir da noch irgendwas hinkriegen, ob Tanja dann noch mal dabei ist. Aber wie gesagt, alles gut. Alles super gelaufen. Der Hund hat also wirklich direkt nach der Behandlung wieder Futter eingefordert. Ja, jetzt wird es auch schon wieder ein bisschen grenzwertig. Ich hoffe, das Bild rauscht noch nicht zu sehr. Das ist jetzt hier das Tagessetup. Ich weiß aber gar nicht, ob es sich noch lohnt, umzubauen, denn das Schiff hat gleich angelegt. Und wie gesagt, Thomas müsste auch bald ankommen. Hamburg-Spotter lässt auch nochmal 5,99 da. Vielen Dank. Genau, Hamburg Hafen Live on Tour. Ich habe mir auch heute überlegt, dass ich, wenn ich das nächste Mal nach Rotterdam fahre, dass ich dann vielleicht auch, wenn ich da wieder 3 oder 4 Tage unterwegs bin, vielleicht mal einen Abstecher zur Schelde mache. Die Schiffe, die nach Antwerpen wollen, die müssen ja über die Schelde.
Haben da also auch eine etwas längere Revierfahrt und da gibt es auch ein paar sehr schöne Spots und Antwerpen ist auch richtig was los. Und das sind, ich glaube, vom Rotterdamer Containerhafen sind das so 120 Kilometer. Olli und Anja, ganz lieben Dank. 5 Euro für den Kaffee morgen nach Rostock. Ja, ich muss auf jeden Fall früh raus. Vorteil ist natürlich, samstags morgens ganz früh gehe ich mal davon aus, dass es verkehrsmäßig nicht so wild ist. Ja, Easy Crossy fragt bei Iver, genau, der Iver, der streamt ja auch auf Twitch und auf YouTube. Zudem habe ich auch Kontakt, also wir sind regelmäßig im Austausch. Und der kommt da aus Holland und er hatte heute auch einen Stream laufen tagsüber. Das ist ein sehr, sehr schöner Spot. Ich glaube, da fahre ich mal hin. Ich werde mich mal mit ihm verabreden. Svenny verschenkt noch eine Mitgliedschaft. Svenny, Dankeschön. Hört Thomas eigentlich mit einem Ohr zu? Thomas, bist du zufällig im Chat? Oder hörst du zu? Ich würde mal interessieren, wo du steckst. Wie lange du es noch ungefähr hast. Ach Leute, ich glaube, ich stecke doch noch mal das Objektiv um. Da rauscht mir jetzt das Bild doch ein bisschen zu sehr. Es ist ja schade um die 4K. Das Leben ist zu kurz, um Streams in schlechter Qualität zu gucken. Ich schalte euch mal eben auf die zweite Kamera und wechsle mal das Objektiv. So, da sind wir wieder. Ja, Tanja schreibt, Thomas soll sich melden, wenn er im Gebäude, beim Gebäude ist. Er kommt ja auch rein ins Gebäude. Es ist ja Freitag und ich glaube bis 20 oder 21 Uhr ist unten offen. Insofern kommt er ja auf jeden Fall rein und kommt ja auch nach oben im Fahrstuhl. Ja, aber actionmäßig ist das meiste hier gelaufen. Also, wie gesagt,
war einiges los im Hafen, aber da ich mich noch mit Thomas treffe, habe ich gesagt, komm, Deck 7. Thomas wollte hier auch mal gerne vorbeischauen. Und ich glaube, ganz ehrlich, also ich meine eben die Bilder hier direkt vor der Kamera, das hat schon was. Das hat schon was. So nah und dann von oben noch leicht kommt man eigentlich kaum an die Containerschiffe ran. Wir können ja mal gucken, was sich sonst so hier tut. Wir haben ja etwas blaue Stunde. Machen wir doch einfach mal so einen kleinen Schwenk rüber zur Elbphilharmonie. Ist schon sehr bedeckt. Also Licht heute nicht so toll, aber ich glaube, lichtmäßig waren wir diese Woche schon einmal in einer totalen Ekstase. Machen wir noch einmal den großen Panoramaschwenk. Julchen, einen schönen Abend wünsche ich dir. Tschüss. Claudia fragt, ob jemand weiß, was das für ein einzelstehendes Haus ist. Du meinst wahrscheinlich das bei Blom und Voss, was da auf dem Werftgelände steht. Da waren früher die Lotsen drin. Heute, habe ich mir sagen lassen, ist da wohl quasi die Beratung drin für Kunden, die sich eine dicke, fette Yacht kaufen wollen. Christoph, nee, jetzt kommt kein dickes Containerschiff mehr. Die sind zumindest hier an der Stelle für heute durch. Claudia, nee, das Haus wirst du wohl wahrscheinlich nicht von innen sehen. Also ich wahrscheinlich auch nicht. Uli meint, die Mercator kommt gerade rein. Von wo denn? Von wo kommt denn die Mercator? Ist das Mercator? Ist das nicht ein Bulker? Müsste doch irgendwie hier von rechts kommen. Oh, Vogelalarm. Oh, Digga, haut ab hier. Was wollen die Viecher? Können die Möwen mal kommen und hier ihr Revier verteidigen?
Tanja schreibt, Thomas kommt und klingelt. Dann lasse ich euch jetzt mal einen Moment hier mit diesem Bild alleine und lasse Thomas mal rein. Bin gleich wieder da. Hin. Vorsicht, hier ist so ein Stativbein. Ja, kannst du super stolpern. Ja, ihr Lieben, der Thomas ist da von Fluggesellschaft. Ich habe gar kein zweites Mikro. Vielen Dank für den Alarm. Haben wir etliche Alarm. Ja, ich muss das Mikro mal in die Hand nehmen, weil ich habe das zweite an dem Außenmikro. Oh, ja, super Aussicht. Ja. Geil. Sehr schön. Ist cool, ne? Und auf den habt ihr gewartet? Der da steht? Genau, und der hat halt hier direkt hier unten gedreht. Also kannst du von oben dann so ein bisschen drauf gucken. Ja. Ja, ich habe das ja eben schon mal so ein bisschen angeteasert. Thomas ist das Wochenende in Hamburg. Montag hat er so, ich sag mal so mit 90%iger Sicherheit Finkenwerder auf dem Plan. Sonntag haben wir uns lose verabredet, mal zu gucken, ob wir da gemeinsam streammäßig was auf die Kette bekommen. Morgen müssen wir halt mal gucken. Ich muss halt wirklich super früh nach Rostock. Ja. Ob wir da abends vielleicht noch irgendwas hinkriegen. Aber ihr habt ja sicherlich sowohl unseren als auch von Thomas den WhatsApp-Kanal abonniert, um dann wirklich direkt im Bilde zu sein mit dem, was da abgeht. Ach, guck mal hier, Andreas Westphal hat sogar 2 Euro rausgehauen. Thomas kommt. Für die Klingel? Für die Klingel, ja. Ja. Vielen Dank. Ja, man muss natürlich auch den Chat lesen, ne? Aber Tanja hatte es schon geschrieben. Nächstes ja. Mal nämlich, gibst du mit und die pfeift dann unten, ne? Ja. Das wäre am besten. Und Jutta haut auch nochmal 2 Euro raus. Jutta, ich danke dir vielmals. Ja, ihr Lieben, und Thomas und ich wollen jetzt natürlich auch so ein bisschen die Zeit nutzen, gleich noch ein bisschen quatschen. Hast du noch Zeit? Weil wolltest du auch Ja. Ja, ist doch jetzt erst, was haben wir denn, 7 Uhr oder so, okay. Ne? Natürlich, also ja, klar. Super. Nein, wir werden noch ein bisschen quatschen und selbst wenn ich jetzt ins Bett gehe, kann ich ja nicht pennen. Ich weiß, kannst du auf Kommando pennen? Nee, ne? Überhaupt nicht. Und wenn man weiß, dass man früh raus muss, dann erst recht nicht. Alles aufladen. Ja, genau. Also morgen dann aus Rostock Tankerjob mit Conny. Ich glaube, das wird sehr cool. Und alles Weitere muss ich dann halt mal sehen. Ne? Ich verspreche da lieber nichts, was den Abend angeht. Gut, ihr Lieben, dann sage ich jetzt mal ein dickes Dankeschön, dass ihr bei diesem kleinen, kurzen, aber feinen Stream dabei wart. Danke, dass wir die 40.000 geknackt haben. Herzlichen Glückwunsch. Yeah! Ich habe noch gesehen, 39,9, das könnte was werden. Ja. Ja, es fehlten noch irgendwie 15 oder so und haben wir tatsächlich geschafft. Ja. Und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und auch wieder den Kanal so fleißig unterstützt habt. Vielen Dank. Natürlich alleine schon fürs Einschalten. 40.000 Abonnenten ist echt schon eine Hausnummer. Also es ist wirklich eine sensationelle Zahl. Aber danke natürlich auch, dass ihr den Kanal monetär unterstützt. Mit Mitgliedschaften, mit Spenden, aber auch bei Twitch mit den Bits und Subs. In diesem Sinne, morgen geht es dann weiter. Wie gesagt, irgendwann zwischen 9:30 Uhr und 10 Uhr. Und dann sehen wir uns hoffentlich weiter. Macht's gut, ihr Lieben. Einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Macht's gut.